Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flugreport. Heute fliegen wir wieder mal von Amsterdam ab, aber nicht mit KLM, sondern mit Delta Airlines in der Delta One, also die Business Class im A350 nach Detroit. Das ist sozusagen das Pendant, werdet ihr gleich sehen, zur Qatar Q-Suite. Seid gespannt, das bin ich nämlich auch. Alles das gleich nach dem Intro. Wir sind etwas spät dran, kann ich euch sagen. Eigentlich haben wir noch über eine Stunde Zeit, aber die Flüge in die USA brauchen ja immer ein bisschen länger. Also Check-in-Verfahren und dann habe ich auch noch Quattro S. Ich nicht. Warum auch immer, nur ich. Ich bin aber kein schlimmer Finger, also das war da gesagt. Aber es dauert natürlich etwas länger dann. Check-in-Verfahren, ich will ja auch ein bisschen früher drin sein. Deswegen sparen wir uns heute die Lounge. Die kennt ihr übrigens auch schon, waren wir nämlich drin auf dem KLM-Flug nach Xiamen. Guckt euch das Video einfach mal an, dann wisst ihr, was die Lounge so zu bieten hat. There is an additional check for your service. Are you filming? Ja, und das ist hier die Delta One, die Business Class von Delta Airlines. Im A350-900 ist ja mein Lieblingsflugzeug. Ich sitze in der letzten Reihe 8 am Fenster. Kann ich euch sagen, sitze ich am liebsten, denn meistens ist es hinten relativ frei. Und wenn ich Glück habe, ist neben mir sitzt jemand. Aber ist nicht so schlimm. Allerdings ist es hier nicht so einfach zu filmen. Die Delta Airlines mag es nicht so gern gefilmt zu werden, zumindest die Crew, was ich verstehen kann. Deswegen sind ja auch die Gesichter regelmäßig bei mir geblurrt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das tue, denn nicht jeder möchte gern gefilmt werden. Trotzdem versuche ich euch so gut wie möglich diese Business Class zu zeigen. Ich sage euch, ich habe jetzt mindestens 20 Minuten länger gebraucht, weil ich das bekannte Quattro S auf meiner Boardingkarte habe. Heißt doppelter Check am Gate. Meine ganzen Sachen wurden durchwühlt. Ich musste nochmal einige Fragen über mich ergehen lassen, ob ich meine Tasche alleine gepackt habe, wer mit mir zusammen reist. Oh, thank you very much. Und ja, das war sehr übel. Dominik hat zum Glück kein Quattro S, der konnte vorgehen, konnte ein bisschen filmen bereits. Ich bin 2 Minuten später gekommen und hier ist dann der Sparkling Wine von Delta Airlines. Und ich hoffe, dass wir jetzt gar nicht so lange brauchen, aber hinter mir standen noch einige in der Sicherheitskontrolle. Das kann also ein bisschen länger dauern hier. Cheers. Deltas Business Class Delta One hier im A350-900 hat ganz besondere Sitze, eigene Suiten mit verschließbaren Türen. Deswegen habe ich euch ja gesagt, das Pendant zu Qatar Airways, die Q-Suite. Ich kann hier die Tür schließen, werde ich nachher machen. Jetzt in der Boardingphase geht das nicht. Und jeder einzelne Sitz hat diese Tür, auch die mittleren Sitze. Es sind an der Zahl hier 34 Sitze in der Business Class in einer 1-2-1er Konfiguration. Fensterplätze sind immer gut für Alleinreisende. Kann man noch schon rausgucken. Seid ihr zu zweit unterwegs, empfehle ich euch, 2 mittlere Sitze zu nehmen. Und an meinem Sitz wartet auch schon die Menükarte, die ist hier. Zeige ich euch nachher nochmal im Detail. Das Amenity-Kit, der Waschbeutel sozusagen, mache ich nachher auch nochmal in Ruhe auf. Hier ist der Beutel mit den Kopfhörern. Sieht übrigens auch sehr, sehr stylisch aus, dieser Sitz hier. Mit schönen Ambientenbeleuchtung hier, rot untersetzt mit einer Lampe. Und vor mir ist hier der Monitor und da ist auch nochmal so ein kleines Lämpchen hinter. Also da hat man sich schon Gedanken gemacht, sieht ganz nett aus. Und hier ist dann noch eine Flasche Wasser. Und dann gibt es auch noch ein Kissen, das habe ich hier runtergetan. Einmal das hier und eine Decke, auch gut verpackt. Sieht aus wie eine richtige Bettdecke, die man zu Hause beziehen kann. Ja, vielleicht machen die mir nachher auch kurz Bett, aber es ist ein reiner Tagflug heute hier nach Detroit. 8 Stunden ungefähr ist die Flugzeit. Außerdem befindet sich ziemlich zentral einfach zugänglich hier die Steckdose mit USB, Powerport. Und da ist der Audio-Ein- und Ausgang.
Das war es auch erstmal hier an Anschlüssen. Aber hier ist dann auch der Controller, die Bedienung für den Monitor. Die Verstaumöglichkeiten hier an dem Delta Airlines Delta One Sitz halten sich auch so ein bisschen in Grenzen. Hier ist eigentlich nichts zum Ablegen, da sind ja nur die Kopfhörer drin. Hier ist auch nichts, da ist der Controller drin. Nur da ist einfach, aber das ist ziemlich groß, da passt ein ganzer Laptop rein. Oder auch mehr, auch die Schuhe passen rein. Das ist der Fußraum. Da ist jetzt meine Kamera drin. Beef tenderloin with egg-filled crepes, custard-filled Belgian waffles, cold donut. I think so. Looking forward. Thank you. Da haben wir wieder meinen Lieblingssitz hier und meinen Lieblingsgurt. Der Racing-Gurt, sage ich hier immer. Hier unten muss ich dann noch festziehen und dann bin ich bestens gesichert, sollte das Flugzeug mal abstürzen. Habe ich ja eigentlich schon mal erwähnt. Aber hier sind die Sitze übrigens alle in der Flugrichtung. Bei Qatar Airways in der Q-Suite gibt es abwechselnd Sitze in Flugrichtung und Sitze entgegen der Flugrichtung. Entgegen der Flugrichtung braucht man nämlich so einen Gurt nicht. Nur in Flugrichtung, weil wenn es eine starke Bremsung geben sollte oder halt Absturz war, dann ist auch schon egal. Aber bei einer starken Bremsung braucht es definitiv eine weitere Stärkung hier. Please remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. And even if the sign is off, please keep your seatbelt fastened. Ladies and gentlemen, we're next for takeoff. I'd like to ask our 5 minutes, please prepare the cabin for departure. Das ist mein Etikett hier von Delta. Das ist hier alles drin. Ich mache es mal schneller, damit es euch nicht zu schnell langweilig wird. Hier die Socken, Augenbinde, Handdesinfizierer, Zahnbürste, Zahncreme, noch ein paar Cremes, Taschentuch, Ohrstöpsel, Mundspülung und ein Kugelschreiber. Das war's. Steuern des Sitzes habe ich hier rechts ein Panel. Hier habe ich auch ein Panel. Übrigens für den Schnellzugriff, wenn ich in der Liegeposition bin, kann ich von unten aus den Sitz steuern. Aber bin ich noch gar nicht. Ich habe hier 4 verschiedene Möglichkeiten, den Sitz einzustellen, aber auch separat alles einzeln. Und Do Not Disturb, also bitte nicht stören, dass außen dann das Schild angezeigt wird. Ich drücke einfach mal auf die Bettfunktion. Das ist jetzt die Liegeposition. Ich weiß nicht auswendig, wie lang die Liegefläche ist. Ich zeige es euch durch einen Einblender mit den ganzen Daten, wie weit die Liegefläche ist, wie breit. Das ist ja auch immer sehr interessant. Aber ansonsten macht es aktuell einen sehr bequemen Eindruck. Jetzt mal das Interessanteste an diesem Sitz hier. Der Delta One Business Class Sitz lässt sich ja komplett schließen, die Tür. Hier ist die Tür. Ich
mache einfach hier, drücke diesen Knopf, bzw. ziehe dran und die Tür schließt sich automatisch. Wenn ich jetzt aber den Platz verlassen möchte, muss ich die Tür nicht mehr nach hinten schieben, sondern ich ziehe einfach hier dran, dann fährt was oben raus und dann kann ich einfach so den Platz verlassen. Diesen Flug habe ich übrigens vor gut 3 Monaten sehr, sehr günstig gebucht. Hatte ich auch gepostet auf meiner Webseite. Einfach auf das i drücken, globaltraveler.tv. Dort poste ich ab und zu, wenn es denn welche gibt, gute Deals. Und gebucht habe ich das über Momondo. Das ist meine Flugsuche, die ich immer nutze. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dieser Suche. Wenn ihr diesen Link drückt, bekomme ich bei eurer Buchung dann eine kleine Provision, aber ihr zahlt nicht mehr. Damit könnt ihr mich, wenn ihr möchtet, ein bisschen unterstützen. Dann könnt ihr eventuell das ein oder andere Mal öfter Business oder First Class fliegen für euch. Es macht sehr Spaß. Ich hoffe, euch auch, das Video zu schauen. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann bitte ich euch einmal den Daumen hoch zu drücken unten. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal, also auf Subscriben gehen. Und wenn ihr möchtet, guckt mal in den Kanal hinein. Ich habe Playlisten, verschiedene Playlists, First Business und Economy Trips. Außerdem Vlogs, wenn wir zum Beispiel jetzt nach Orlando fliegen, werden wir definitiv auch einen Vlog drehen, wahrscheinlich sogar mehrere. Ja, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Also immer schön vorbeischauen und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Aber eigentlich kommt immer mittwochs 17 Uhr und Samstag 11 Uhr ein Video. Die Kopfhörer von Delta Airlines sehen zwar nett aus, sind aber keine Noise Cancelling Kopfhörer. Das heißt, es wird nicht so gut abgeschottet. Hey, please enter smoking order. Thank you. Den Tisch kann ich zwar nach vorne und nach hinten schieben, aber ich kann ihn nicht umklappen, so dass ich den Sitz einfach verlassen kann. Ich habe jetzt hier gerade mal so 10 cm zwischen Sitz und Tisch. Oh, thank you. Okay. Und dann der Champagner. Cheers. Das ist der Controller zum Steuern des berührungsempfindlichen Monitors. Auf Deutsch. Auswahl des Entertainment-Systems, es nennt sich übrigens Delta Studio, ist gut. Ich habe auch alle die Menüführung in Deutsch einstellen können, habe verschiedene Filme auch mit deutschen Untertiteln oder mit der deutschen Tonspur besser gesagt und Untertitel gibt es auch. Aber was ich am liebsten ja mag, ist ja die Map mit den Flugdaten. Das mag ich hier am liebsten. Gucke ich mal an, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt gerade noch über Großbritannien, haben immer noch 7 Stunden Zeit. Flugzeit bis nach Detroit. Genau mein Ding. Ja, steuern könnt ihr jetzt auch hier mit. Neben den Filmen gibt es auch Serien, Audio, also verschiedene Musiktitel, Spiele und natürlich noch mehr für Kinder. Ein bisschen Feedback kann man hier abgeben und meinen Flug anschauen. Das ist unser Flugzeug hier. Wow, sogar mit der Registrierungsnummer versehen. N508DN. Die A350 ist so neu, noch nicht mal 1 Jahr alt. Kann man auch so ein bisschen sehen. Das Interieur ist wahnsinnig ungebraucht, sauber, ja, und modern. Jetzt der Starter, die Vorspeise. Warum die Vorspeise jetzt zusammen mit einem Joghurt kommt und Früchten und dazu noch Bagel, weiß ich jetzt nicht so genau. Hier ist es erst einmal so, weil es gibt ja noch eine extra Nachspeise, nämlich Eis. Da freue ich mich besonders drauf, wieder mit ganz vielen Toppings. This is the champagne here on this flight.
Das war jetzt der Champagner, den es halt nur nach dem Start gibt. Neue Airline, neuer Pfeffer- und Salzstreuer. Zuerst wird die Vorspeise serviert, auch mit dem Joghurt. Dann kommt die Hauptspeise. Bestellt habe ich mir das Beef Tenderloin, aber ich kann auch 4 weitere Möglichkeiten wählen. Dann gibt es während des Fluges, danach gibt es noch das Dessert, 3 verschiedene Varianten. Ich nehme natürlich das Eis. Dann gibt es Snacks während des Fluges, Midnight Snacks, Cookies und fast da Snacks. Das wären dann die Sandwiches. Oh, thank you. Das ist das Beef Tenderloin, sieht sogar aus wie frisch vom Grill geholt mit diesen Grillstreifen drauf. Sehr gut. Mal sehen, ob es auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Ist leider ein bisschen trocken und auch komplett durchgebraten, durcherhitzt. Dessert. Yes, the ice cream, please. You want topping? Oh, with chocolate, please, and some nuts and cream. Thank you. Bei American Airlines gab es übrigens Ben & Jerry's Ice Cream. Das war auch Vanilleeis mit verschiedenen Toppings. Irgendwie Himbeeren, Schokolade, ach, was weiß ich noch alles. Und hier gab es nur Himbeersoße und Schokoladensoße, Nüsse und die Sahne oben drauf. Das war dann die Auswahl. Gucken, wie es schmeckt. Ist auch sehr lecker. Käsechips, Käsecracker, das können die Amerikaner ja besonders gut. Flackert leider wieder ein bisschen, das liegt an dem LED-Licht und der Frequenz der Kamera, der Bildfrequenz. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut sehen. Die Toilette im A350 vorne, Business Class links und rechts gibt es eine. Natürlich noch nagelneu, bisschen dreckig hier, aber das liegt jetzt nicht an der Airline, sondern an den Vorbenutzern. Ich habe hier eigentlich, was ich alles benötige, ist hier Seife, ist Handcreme, Cups sehe ich keine, also Becher, nee. Tücher. Jo. Mach das mal zu hier. Auf jeden Fall ist sie sehr stylisch. Seht ihr hier das bisschen passend zum Delta Airlines Style. Ja. Passt. Es gibt Wi-Fi hier on board des A350ers, aber leider nicht kostenlos. Angeblich kann ich es für Facebook Messaging nutzen, klappt aber irgendwie nicht bei mir. Kosten tut das Ganze. Es gibt hier eine Infobroschüre, wie man sich da einloggt. Als T-Mobile-Kunde T-Mobile US nichts. Ansonsten den ganzen Flug 21,95 US-Dollar oder eine Stunde 6,95. Geht eigentlich, aber eine Stunde 7 Dollar. Da muss man aber schnell alles machen. Ganzer Flug 22 Dollar. Ja, ist schon relativ teuer. Da es ja ein Tagflug ist, habe ich die Zeit einfach genutzt, ein Video fertig zu schneiden, habe es sogar geschafft. Jetzt sind es noch 2 Stunden bis zur Landung in Detroit. Und vielleicht schon mal ein kleines Resümee dieses Fluges. Delta Airlines, Delta One Business Class Service, kann ich sagen, nicht so zu vergleichen wie mit Qatar Airways. Ich muss für jeden Wunsch, den ich vielleicht habe, Getränkewünsche, Essen, klingeln. Es wird nicht gefragt und auch die Freundlichkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Wie sind denn
eure Erfahrungen mit Delta Airlines. In diesem Fall habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder bessere. Vielleicht habe ich einfach nur Pech. Oder die Crew ist müde, weil es ist ja in den USA zum Start des Fluges in der Nacht gewesen. Das heißt, vielleicht sind die ja in der Zeit von zu Hause. Würde ich auch nicht so gerne arbeiten, aber trotzdem muss ja der Service dann stimmen. Die Qualität der Speisen war auch okay. Auch da muss ich sagen, sind andere Airlines besser, Qatar Airways oder EVA, Thai Airways. Da gibt es einige, die etwas besser sind. Allerdings finde ich hier den Sitz, die Suite, hervorragend. Also es ist bequem, der Sitz ist bequem, er ist lang genug. Ich habe hier einige Ablagemöglichkeiten. Ich habe Kopfhörer, Kopfkissen ist angenehm, sehr weich. Und ich kann einfach die Tür hier zumachen und habe dann die bestmögliche Privatsphäre. Es ist interessant zu beobachten, auch an mir selber. Ich habe mich so sehr auf diese Suite gefreut mit der Tür, aber im Endeffekt mache ich sie gar nicht zu. Ich glaube, es liegt daran, wie auch bei vielen anderen hier, denn das macht kaum einer diese Tür zu. Der Raum ist dann schon ziemlich eng. Ich bin nicht klaustrophobisch, aber wenn ich diese Tür hier zumache, dann ist es hier schon ziemlich eng drin und das Gefühl, eingeengt zu sein, sehr groß. Es stört mich nicht, aber es ist trotzdem angenehmer, wenn die Tür einfach offen ist, weil der Vorteil ist ja, dass die Sitze versetzt angeordnet sind. Ich kann ja gar niemanden beobachten, selbst wenn die Tür offen ist. Kann mich keiner ansehen und ich kann niemanden sehen. Oh, thank you. Salad, yes. Very good. Thank you. Nach so viel Geesse, überall muss es auch mal ein bisschen gesund sein. There you are. Oh, wow, thank you. Oh. Gut finde ich, dass es nicht einfach nur ein Salat ist, also Salatblätter mit Dressing und vielleicht ein paar Tomaten, Zwiebeln oben drauf. Nein, es ist Hühnchen dabei, es ist der Käse dabei, was ich alles vorhin aufgezählt habe, macht den Salat hochwertiger, also schmeckt ganz gut, wenn auch die Salatblätter schon ein bisschen welk sind. Da müsste man ein bisschen mehr aufpassen. Aber ansonsten sehr gut. Gentlemen, it's our pleasure to welcome you to Detroit, where the local time is 11:40. Please remain seated with your seatbelt fastened and your carry-on items stowed until the aircraft is parked at the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. Use caution when opening overhead bins to prevent injury from any items that may have shifted during flight. You can now use your mobile devices before you leave the aircraft. Flight attendants start for arrival, cross-check and all call. Hello. Hi. Hello. Thank you so much. Bye. Prinzipiell verlassen wir das Flugzeug jetzt mit gemischten Gefühlen. Zum Schluss hatten wir nochmal eine richtig tolle Erfahrung. Habt ihr ja vielleicht auch die Szenen gerade gesehen. Der Sitz finde ich richtig toll. Also er ist bequem, er ist stylisch. Es macht einfach nur Spaß, da in der A350-900 zu fliegen. Aber was nicht so toll war, war leider der Service. Ja, leider. Trotzdem würde ich immer wieder gerne mit Delta Airlines fliegen, besonders im A350 in der Business Class. Ist sehr zu empfehlen. Wir fliegen demnächst mit Delta Airlines zurück im A330, auch eine 121er Bestuhlung. Da könnt ihr gespannt sein, wenn es noch nicht online ist, dann wartet, ansonsten drückt aufs i. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und den Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Tschüss! Auch wenn es euch nicht gefallen hat. Bis dahin. Ciao.